haben es einfach geschafft. Wir sind angekommen in Phuket. Das ist auch gerade zur richtigen Zeit, wie man sieht. Dann ab heute, 31. Januar, ist chinesisches Neujahr, was auch hier gefeiert wird. Und das geht irgendwie bis zum 6. Februar, also die feiern das relativ lang. Und ja, wir sind jetzt hier in Patong. Sieht eigentlich noch schön aus. Wir haben das Glück, dass wir gerade am Strand sind. Und es war typischerweise eigentlich völlig überlaufen, so wenn ich so ein bisschen alte Videos angeschaut habe. Aber momentan halt die Situation ist doch relativ leer. Also ich würde sagen, der linke Teil vom Strand hat man eigentlich für sich alleine. Und es gibt ein paar wenige Teile, die rausgestuhlt sind. Und das ist eigentlich ja, jetzt so der Strandgang, alles, was unten durchführt, an Patong. Man sieht rechts überall Rollenvermietung. Links ist meistens irgendwie Jetski, Wassersport oder Massage oder was auch immer. Nur eine schöne Gegend. Auch, ich finde es auch noch schön gemacht. Ja, danke. Ich finde es auch noch schön gemacht mit dem Mix da vom Sand und Flachlet. Ja. Es ist auf jeden Fall schon wieder ein ganz anderes Lebenstempo für uns. Jetzt nach dieser Zeit, wo wir durch das ganze Prozedere haben durch müssen, was mit Einreisebestimmungen, Impfen und alles drum und dran, hat sich das Leben jetzt wieder ein bisschen entschleunigt. Und ja, das merkt man, das ist wirklich gut. Wir sind jetzt auch schon 3 Wochen hier. Und mich hat es am zweiten Tag gerade erwischt, natürlich angekommen und gerade so, es hat also 2 Streetfood Markets, sind wir die gerade ausprobieren natürlich und da hat mich am zweiten Tag erwischt. Habe ich es nicht so gut vertragen und bin dann 3 Tage im Bett gewesen, habe ein bisschen Fieber gehabt. Und jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, gerade nochmal. Habe ich nochmal etwas erwischt, aber es ist schon viel schneller gegangen. Also ich merke, das ist gut, ich gewöhne mich langsam dran. Ja. Mal schauen, 1, 2 Mal, da bin ich durch. Das ist so ein riesen Massageschlag. Einer nach dem anderen draufkommt, Massage. Ich bin jetzt noch ein bisschen früh unterwegs, vor dem Mittag. Das ist nicht so die High-Zeit, wenigstens sind sie noch nicht so aktiv. Sonst wirst du ein bisschen mehr angehauen, aber immer sehr wie sagen wir auf eine höfliche Art und sie akzeptieren es sofort, wenn du sagst, nein oder keine Lust oder es reicht als Kopfschütteln. Genau. Das ist so die erste Zone, die rausgestuhlt ist. Ich glaube, es wird auch bedient und man kann sich eine Kokosnuss bringen, irgendeinen Fruchtshake und so Zeugs, habe ich schon gesehen. Wenn man das will, auf jeden Fall gemütlich. Und eben, es ist zwar noch morgen, aber man sieht, es ist total leer. Am Nachmittag wird es ein bisschen mehr, hat es schon ein bisschen Leute, aber immer noch im Verhältnis zum Normalen ist das extrem wenig. Überall hat es so kleine Verzierungen, auch ihre Strassenlampen, obwohl da sind es jetzt nicht. Bei uns auch die Strassenlampen sind auch immer verziert mit diesen Delfinen. Ich weiss noch nicht, was es bedeutet, aber es sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Und das ist so ein Bereich, ich weiss nicht, ob man es sieht auf der Kamera, das ist so wie umrandet, das ist eigentlich so Schwimm-Safety-Zone, da kann man sich frei bewegen und schwimmen. Und
Nicht wegen den Tieren, sondern, also logischerweise, weil das keinen Sinn machen, sondern wegen den Jetskis und Booten und sowas so vermietet. Die fahren damit relativ nahe dran. Ja. Generell offiziell da sieht man das Rauchverbot am Strand. Ich glaube in vielen asiatischen Räumen. Wäre jetzt ein Raucher-Area. Ja. Obwohl, ich habe gesehen, es haltet sich keiner dran. Auch keins nicht, auch Touris nicht. Ja. Wir haben schon ein paar, 5, 6 wilde Hunde gesehen. Aber gemütlich, sind alleine unterwegs am Strand, aber überhaupt nicht aggressiv, eher ein bisschen scheu. Ja, aber das Verhältnis scheint sich auch ein bisschen geändert zu haben, wie sie mit den Tieren umgehen. Das habe ich noch interessant gefunden. Auch, sie sind auch nicht mehr so, dass sie gerade irgendwie Stecker rühren oder so. Von dem her habe ich schon ein paar Guys gesehen mit eigenen Haustier. Also ist alles ein bisschen am Tun. Das ist gut. Die Temperatur ist mega angenehm, also es ist immer noch warm, logisch, aber es ist nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gedacht, ich mache 2 Schritte und dann schon immer bachnass. Aber es ist 31 Grad und es fühlt sich vielleicht an wie, keine Ahnung, es hat 27. Kommt immer so darauf an, wie fest das Windel geht. Genau. Ja. Also aber da sieht man, das ist ewig lang. Ewig langer Strand. Das geht ja bis etwa den Findern. Von dem her kann man hier stundenlang Strandspaziergang machen. Das ist schon gut. Und auf der anderen Seite der Straße ist eigentlich alles mögliche an Restaurants, so Kleidershops, eigentlich Shops für alles mögliche, Minimärkchen. Ja, aber das ist eigentlich das Hauptziel. Auf jeden Fall touristisch ausgelegt, die fälschte Markenkleider, Essensstände, durch ein paar Hotels. Und, aber einfach eine wunderschöne Umgebung. Es lädt so richtig ein zum Entspannen. Irgendwo hinhöckeln, frische Kokosnuss schlürfen. Ja, viel gut. Das Essen ist auch super. Abgesehen davon, dass mein Magen das noch nicht so ganz vertreibt hat. Aber es muss nicht mal heissen, dass das Essen nicht gut war, sondern dass einfach. Ich bin schon ein bisschen vorgeschädigt gekommen. Ich hatte schon ein bisschen Probleme mit dem Magen. Und es kann einfach sein, dass ich mich jetzt an das neue Essen muss gewöhnen muss. Aber es ist auf jeden Fall super fein. Also wir haben, ja, schon so manchmal richtig fein gegessen. Und ja, das ist auf jeden Fall gut. Wir sind ganz am äußeren Punkt von Patong, also am südlichen Punkt von Patong. Bei uns ist es definitiv am ruhigsten, bei uns im Hotel. Also wir haben eine super Lage verwünscht. Okay. Sie sind da lustig auf jeden Fall, freundlich. Also habe ich jetzt zuerst gefragt, ob ich einen Jetski will, oder kann ich nicht wollen. Oder ob ich Marihuana will, okay. Ah, übrigens, ja genau, haben wir jetzt gerade gelesen in den Nachrichten, Marihuana ist legalisiert worden. Es ist noch nicht in Kraft getreten, es tritt, glaube ich, irgendwie in ein paar Monaten in Kraft. Aber sie haben da extrem starke Strafen gehabt auf das und gleichzeitig ist es aber extrem verbreitet unter den Leuten. Auch, man merkt so ein bisschen die Jamaika-Reggae-Kultur, das trifft man da überall an. Und ja, das ist wieder interessant, dass sie von so extremen Strafen zur kompletten Legalisierung gehen. Ah, da hat es so Fruchtshakes. Ich glaube, ich hole mir mal so einen. Das sieht nämlich gut aus. Das ist nicht Pineapple. Oh, Pineapple. Ich liebe Pineapple. Hallo, okay.
Die sind echt mega erfrischend und fein. Pineapple Juice. Pineapple. Pineapple juice. Yes. Ja, okay. Thank you. Tapos lang, pantera. Ah, da sieht man auch die frische Kokosnuss. okay. Voilà. Like this. Yeah. This Ja, one, okay. yes. Okay, thank you. Alles schön frisch und es ist einfach schon natürlich, es ist genug süß. Und von dem her wird es frisch gemacht. Nicht. Okay, you pay for him. Papa. Danke. Wie sieht. Und ja. No, thank you. Mit dem Eis. No, thank you. no. Mit dem Eis. Mit dem Eis muss man glaube ich ein bisschen schauen, hat es geheißen, weil man nicht weiss, welches Wasser das sie brauchen. Ja, aber es spielt alles eine Rolle, es kommt ein bisschen darauf an, was der Magen verträgt. Ich schaue jetzt nicht so drauf generell, weil ich finde, mein Magen muss sich daran gewöhnen. Wir werden noch ein Zeitchen im asiatischen Raum sein, hoffentlich. Von dem her, muss er sich einfach daran gewöhnen, an das, was es gibt. Ich warte jetzt auf einen Drink. Ich gehe nachher wahrscheinlich kurz hin, genieße den Drink und laufe dann vielleicht noch weiter. Dann hat es noch Bangla Road, das ist eine der bekanntesten, wenn nicht die bekannteste Straße in Patong. So ein bisschen Rotlicht und Shoppingbezirk. Und dann gehen wir noch schauen, wie es jetzt aussieht durch den Tag. Und ja, dann geht es dann nachher weiter. Ich habe meinen Reeser Shake bekommen. Wir suchen uns jetzt ein Plätzchen am Strand. Ein bisschen hügeln, genießen. Es ist 150 Baht. Sicher Strand-Touri-Bereich-Preis. Aber was ist das? Keine Ahnung, für 4 Franken oder so. Also, für einen komplett frischen Ananas-Shake bin ich absolut zufrieden. Das sieht gut aus. Sieht ein bisschen Schatten. Aber der Bereich größtenteils für mich. Einfach von hier genießen es. So, ich habe mir es anders überlegt. Ich bin kurz durch die Bangla Road gelaufen. Und es war wirklich absolut nicht los gewesen. Also, vieles hier kommt erst gegen oben. Ich glaube so 5, 6 rum. Wie die Foodstände. Oder die ganze, es hat so 2 kleine Street Food Markets. Und auch viele Läden und so. Du merkst also, sie sind überhaupt keine Morgenmenschen. Das ist mir extrem sympathisch. Spielen es aber voll erst am Abend an. Von dem her, ich habe meinen Shake gehabt, ich bin ein bisschen am Meer gehöckelt. Ich habe gedacht, ich laufe jetzt mal zurück ins Hotel. Da sehen wir das auch noch schnell. Und ja, wahrscheinlich kann ich da schnell ein bisschen baden. Es ist echt, jetzt wird es langsam zur Mittagssonne. Es ist relativ heiß. Hier am Strand geht es zwar noch, weil ein Windli geht. Und ja, dann wird ich zurücklaufen. Jetzt sehen wir uns dann im Hotel. So. Noch unser Zimmerli. Das ist speziell, man sieht echt etwas. Es ist hier Kleider. Safe, also Kleider. Ja, die Mad Melina hat einen kleinen Grund und sonst ist es einfach auch als Badmäntel safe. Und das sind so Wäschesäcke. Ich kann noch die Wäsche abgeben. Das ist Basics, Wasserkocher. Das hat da Zahnbürstchen, Ohrenstäbchen, Seife, ja, so Zeug. Tüchli. So ein Mini-Kocheli. Nichts zum Kochen, aber ja, wie ihr seht, wir kaufen immer wieder asiatische Snacks. Es gibt tonnenweise verschiedene, die es bei uns nicht gibt, zum Ausprobieren. Dann, was sie immer wieder auffüllen, ist jeden Tag so 2 Wasser plus Kaffee. Können wir auch morgen noch Kaffee machen mit dem Wasserkocher. Wir haben einen kleinen Kühlschrank. Man sieht nicht viel drin. Oh, das war interessant. Ein Fanta Erdbeere. Leider nicht so gut, wie es tönt hat. Aber interessant, habe ich noch nie gehabt, gibt es bei uns nicht. Hier das Bad. Ja,
Nichts Spezielles, aber gleich gut. Mitten. Super Duschkopf. Hier runterstehen. Genau. Dann ein riesiges Bett. Das ist auch gut, weil ich habe mir eine Plattform gefunden, hier, die so ein bisschen ist wie Amazon. Und einfach extrem günstig. Und da haben wir schon ein paar Sachen gekostet. Genauso da ist es, bekommt man die Wäsche zurück eigentlich. Schön glättet und gebügelt. Super Service. Und ist auch nicht so teuer. Genau. Das ist so ein improvisierter Arbeitsplatz von der Melina. Sie tut damals ein bisschen switchen. Aber ihr ist, glaube ich, hier am bequemsten. Was haben wir da? Ja, ich finde es eigentlich noch schön, es ist noch herzig gemacht, schön eingerichtet. Hier natürlich eine super Aussicht auf den Balkon. Dann, genau, ich habe mir das gekauft, das kleine Tischchen für den Laptop. Das reicht eigentlich für das, was ich brauche. Ich höckle hier aufs Bett, lehne hinten schön an. Perfekt, das reicht für mich. Yogamatten haben wir noch gekauft, haben wir ja keine mehr mitgenommen, weil ein bisschen begrenzt vom Gewicht her. Und das, ja, ich habe noch ein paar Kabel und Zeug und Sachen. Genau. Jetzt haben wir hier schnell den Balkon. Jemand ist es schon am Geniessen. Keine Sonne momentan, ja, das ist eigentlich für uns gut noch angenehm. Ja, das ist eigentlich noch schön. Da höckeln wir am Morgen, trinken unser Kaffee. Es ist auch noch interessant, also zum einen eine schöne Aussicht, wenn man da höckelt und schafft, ist es gut. Zum Morgen einen Kaffee trinken ist auch super. Aber es ist auch interessant, weil da unten sind viele Thais jetzt wieder dann am Abend noch viel mehr hocken auf dem ewig langen Bänkchen, das es hier hat. Und essen dort und das ist so ein sozialer Treffpunkt irgendwie. Und da ist immer irgendetwas los. Und ja, von dem her ist es noch interessant, das Ganze zu sehen. Ja, durch eine coole Aussicht. Da sehen wir am Morgen immer die Fischerbötchen, wie sie beladen werden und losgehen. Dort die unten hocken, die Touris auch, wenn sie ein Taxi wollen, nämlich so ein kleines rotes dort, wo wir hinten drin hocken. Haben wir noch nicht gemacht, das ist sicher etwas, was ich auch mal mache. Ja. Einfach, ich meine, wir sind da, muss man erlebt haben. Und ja. Dann kommt das Wasser bis zum Ja, stimmt, genau. Jetzt da kommt ist richtig viel Sand und so. Ja. Genau. Wir haben den Zeitrahmen, den Rhythmus noch nicht so ganz draussen, aber vielfach kommt das Meer eigentlich wirklich bis hinten. Und da sind Vögel manchmal gestrandet, aber das stört sie nicht so. Gehen sie ein bisschen später los oder ziehen sie rein. Von dem her, ja, das ist das Hotel momentan. Ich denke, vielleicht kommt sie auch noch mit, aber ich gehe jetzt sicher noch an den Pool rauf, gerade wenn es nicht so sonnig ist. Ja. Wichtig natürlich eine riesengroße Klimaanlage. Und ja, wir haben jetzt noch verlängert. Wir bleiben jetzt noch einen Monat länger gerade hier in diesem Hotel, weil wir fühlen uns echt wohl. Und wir sind schon ein bisschen rumgefahren, das haben wir nicht gefilmt. Also für uns, gut Kunden anfangen. Was gibt es da noch so für Örtchen? Und uns hat Patong mit Abstand bis jetzt am besten gefallen. Einfach rein von dem her, was es gibt. Und was man so machen kann und was man in der Nähe hat und etc. Ja. Von dem her, das war es. Genau. Ich mache jetzt ein kleines Päuschen nach dem Essen. Oder wahrscheinlich zuerst noch ein bisschen arbeiten. Und dann geht es noch ab, auf in den Pool. Und dann ja, schalte ich wieder ein. Ich bin auf dem Rooftop unserem Hotel. Es ist ein kleiner Pool, es ist wirklich nicht gross, aber hat herrliche Aussicht. Dann mache ich wieder, dann haben wir das Gelände nicht im Weg. Das ist echt super. Wir haben nicht so ein grosses Hotel, das heisst, man hat auch immer wieder das Ganze für sich allein. In beide Richtungen. Mega schöne Aussicht. Ganz Strand von Patong und auch über den ganzen Rest von Patong. Über. Ich glaube nicht, warum man so uns wohlfühlt. Das ist wirklich mega schön. Da sieht man rundherum. Wirklich 360 Grad. Es ist nicht einmal so hoch. Eigentlich ja, ein bisschen grösser, viel höher als die Wellen, aber
nicht wirklich mega hoch. Und eben nicht sehr gross, das heisst, man hat es wirklich häufig ganz für sich allein. Können wir es hier einfach ein bisschen geniessen. Ja, das ist echt cool. Es ist eben ein kleiner Pool, nichts Grosses. Aber wenn wir jetzt halt einfach nur Schnellwetter frischen, ist es echt super. So, wir gehen mal etwas essen. Es ist Mittagszeit, nehme ich an. Es ist Eis. Ist. Und dann gehen wir in eins, wo wir schon x-mal waren. Ins Longchang. Lieblingsrestaurant. Lieblingsrestaurant. Ein Patisserie. Genau, mega feine Gebäck. Ja, also wirklich vergleichbar von der Qualität mit der Schweiz. Hat mich mega überrascht. Und dich auch. Geil. Jetzt haben wir Hunger und jetzt gehen wir mal schauen. Aber es hat viele Leute, von dem her, aber ich kann gleich schnell Ihnen zeigen, was es hat. Richtig feine Dessert auf jeden Fall. Aber wir essen jetzt mal etwas Normales. An unserem Stammplatz inzwischen schon. Von dem her bis später. So, wir haben fertig gegessen. Ein wunderschöner Restaurant. Sind Sie zufrieden gewesen? Super fein gewesen. Dann haben wir noch das Dessert von da drinnen. Du, Pfirsich, Nein, Nuss, Peach, Almond Kuchen. das habe ich gar nicht gehabt. Was hast du? Ah nein, stimmt. Das haben wir nur angeschaut. Du hast so ein Musmus. Das muss. Genau, nämlich das. Wir haben das Foto gemacht. Und ich ein Schokoküchli, Schoki-Gipfeli-Küchli mit extra Schoki. Von dem her super fein gewesen. Und da sieht man auch, es ist eine mega friedliche Stimmung. Am Anfang, als wir gekommen sind, war es ein bisschen voll gewesen. Generell ist es meistens etwa so voll, nämlich relativ leer draussen. Und da innen, dort hinten umeinander und da hat es auch noch Platz. Dort hockt nämlich jemand. Aber ja, jetzt schauen wir, wie viel Schaden das wir verursacht haben hier. Und dann geht es wieder zurück ins Hotel. Danke. Jetzt haben wir auch einen kleinen Teil gesehen von dem Ort, wo wir jetzt gerade sind. Und als nächstes gehen wir dann noch in die Nacht an die Bangla Road und an die Street Food Markets. Ja, das kommt im nächsten Video. Bis dann.